Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind soweit, dass wir Eisbären reiten und ich zeige euch heute den Eisbären und den Rest vom Calamagnus-Set, das Schiffsset, die Tattoos, die Siedlungsbelohnungen, alles in diesem Video. Dementsprechend bleibt da auf jeden Fall am Start. Seit gestern ist das Update 1.30 draußen, die Season 3 startet. Morgen kommt das Sigurblot Festival. Dazu mache ich natürlich auch Videos, dementsprechend, wenn ihr da nichts verpassen wollt, jetzt gerne ein Abo da lassen. Aber wir legen los mit dem Calamagnus-Set und da würde ich sagen, wir fangen mit dem Schiffsset an und da sehen wir natürlich ganz vorne gleich den Calamagnus, Karl den Großen, der allerechte, der einzig wahre, vorne auf dem Pferd drauf, man sieht es anhand seiner Krone, das kennen wir auch schon aus den Leaks, die Andy Reloads von Pedda bekommen hat und beziehungsweise den Game-Dateien und im hinteren Teil am Heck sehen wir natürlich den Edenapfel, das habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt und das Segel mit dem Wappen von Karl dem Großen, von den Karolingern, der Familie von Karl dem Großen und an der Seite natürlich das Schild. Ja, nichts Spektakuläres, dementsprechend finde ich, das Set ist okay. Ja, es ist ein schöneres Schiffsset, nicht so viel Bling Bling, der Apfel hinten stört ein bisschen, aber sonst ganz okay, aber auch nicht das beste Set. Machen wir weiter mit den Tattoos. Ja, wir fangen also von ganz unten an und arbeiten uns hoch. Die Tattoos, ganz nett. Ich finde, die könnte man theoretisch auch in echt tragen. Ja, gerade auch das Rückentattoo sieht richtig geil aus, muss ich sagen, mit diesem Raben. Das finde ich sehr, sehr nice. Man hat Anspielungen auf christliche Symbole, man hat Anspielungen auf den König und. Aber jetzt nicht, also nicht 300 Helix-Credits wert. Das Schiffsset übrigens hat 500 gekostet, das Tattoo-Set, glaube ich, 200, 300 Helix-Credits. Ja. Dann das nächste ist nämlich die Siedlungsbelohnungen. Da würde ich sagen, lohnt sich das schon eher. Aus diesem gesamten Set finde ich das fast mit am besten sogar, weil man da tatsächlich schöne Siedlungsbelohnungen hat, die auch irgendwie reinpassen in die Zeit. Nicht das erste ist einfach nur so ein Stab, so eine Art, ja, wie nennt man das? Das Zepter, so heißt es, das Zepter mit dem Edenapfel, ganz okay, könnt ihr euch natürlich so hinstellen in die Siedlung, aber ich finde es jetzt eher nicht so nice. Das nächste ist ein Sarkophag, ja, also finde ich auch ganz nice, vergoldet, mit so Opfergaben davor, ist ganz okay, aber ist jetzt auch nicht immersiv für mich. Die nächsten beiden Sachen, die sind auf jeden Fall immersiv. Unter anderem das, ja, was ist das, ein Empfindling, ja, ein Main hier, mit Mosaiksteinchen, beziehungsweise mit Mosaikbezeichnungen. Man kann jetzt auch nicht mehr raufklettern auf die Steine, das konnte man ja früher, jetzt kann man das nicht mehr. Und ich finde, es ist übelst nice, so einen Stein zu haben, der so ein bisschen heraussticht, ne? Ich finde das klasse, ich finde es tatsächlich klasse, dass der so heraussticht aus der Masse und so eine schöne Farbe hat, so einen schönen Kontrast, ja, das mag ich auf jeden Fall. Was hattet ihr denn davon? Lasst es mich da auf jeden Fall mal wissen hier in den Kommentaren. Und das letzte ist natürlich Karl selbst, ne? Calamagnus, der Reiter, den wir auch schon vom Schiff kennen, da wurde einfach das Modell nochmal verwendet. Leider, ja, das Siedlungspaket, soweit ich es weiß, kostet auch 500. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Oder ich korrigiere mich jetzt gleich selber beim Editen. Und ja, das ist ganz okay. An sich, die Idee von dem Reiter ist cool. Hätten sie vielleicht mal ein anderes Modell nehmen sollen. Würde ein bisschen besser ankommen. Und das nächste, Leute, das nächste ist kein Siedlungsset, sondern das nächste ist das Rüstungsset, was wir uns anschauen wollen. Denn hier haben wir leider Gottes, und da sage ich euch ganz klar, ist das einfach eine Nicht-Empfehlung. Nehmt nicht dieses Set, kauft es euch nicht, ja, denn es ist eigentlich fast ein Reskin und das ist persönlich ja, eine Frechheit. Muss ich ganz klar sagen, es ist vom Preis her schon natürlich generell eine Frechheit, aber dass wir auch noch einen Reskin verwenden, also ein anderes Modell, nämlich das Modell von dem Set vom Heiligen Georgius, ja, von den River Raids, von den ersten, finde ich schon krass. Man sieht natürlich ein paar Veränderungen, ja, Texturen wurden farblich verändert, aber von der Struktur ist es fast dasselbe und das finde ich schon ein bisschen krass, dass man dann sagt, hey, 20 Euro für ein Set, was man eigentlich schon mal verwendet hat, finde ich eine Frechheit und ich kaufe es, aber persönlich kauft es überhaupt nicht. Es lohnt sich nicht. Ja, auch von den Stats her, schauen wir uns gleich mal an, das Set. Man hat eine schöne Krone, man hat eine schöne Rüstung, man hat ein Schild drauf, wo drauf steht am Rand, lang lebe der Karl der Große, oder ja, Karl der Große, soweit ich es weiß, im Lateinischen übersetzt, also lang lebe der römische Kaiser Karl der Große. Steht da, glaube ich, außenrum drauf, man hat so ein paar Symbole, das sieht ganz cool aus, optisch gesehen ganz cool. Das Langschwert finde ich jetzt nicht so nice, ist ein bisschen dezenter, ja, Onyx, ja, ist ganz okay.
Finde ich jetzt aber auch nicht so nice. Und das Rüstungsset habe ich euch schon gesagt, meine Meinung ist jetzt nicht so das Beste, finde ich. Die Krone ist ganz lustig, passt aber auch überhaupt nicht rein, finde ich. Passt zum Set natürlich, aber passt halt nicht in Valhalla rein. Ja, und hier haben wir das Ganze natürlich auch nochmal optisch von außen mit den Waffen, mit dem Rüstungsset. Ich finde es ganz nett. Hier hat man einen Bonus, den ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar die Stats sind folgende. Durch Ausrüsten erhöhst du Betäubung um etwas Rüstung. Wahrscheinlich wollten sie schreiben und etwas Rüstung. Das ist noch verständlich. Wenn du also dieses gesamte Set ausrüstest, je mehr du ausrüstest, desto mehr Betäubung und Rüstung bekommst du. Den nächsten Punkt verstehe ich gar nicht. Rüstung wird durch Ausrüsten weiter erhöht. Das heißt also, wenn man dann, sage ich mal, 3 Set-Teile hat und die letzten beiden auch nochmal ausrüstet, kriegt man dann nochmal on top Rüstung? Was ist eure Meinung? Wisst ihr, was ich da meine? Ich verstehe es nicht ganz. Ist auch auf jeden Fall nicht das krasseste Set. Das ist auf jeden Fall eine Kombination, die ich so nicht spielen werde. Ich denke, ich werde beim Niflheim Düster Set bleiben. Ich habe in den letzten Kommentaren gelesen, ihr habt schon eure Kombis runtergeschrieben unter dem Video. Könnt ihr jetzt auch nochmal gerne schreiben, wenn ihr jetzt erst dazugekommen seid. Und was wir auch sehen ist, dass sie die Runenplätze nummeriert haben. Ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt ob es Stufen gibt, ob der erste Runenplatz low ist, der zweite Runenplatz nochmal ein bisschen Boni gibt. Das weiß ich nicht ganz. Aber die wurden jetzt mit römischen Zahlen markiert. Der Schild hat eigentlich eine ganz geile Fähigkeit, und zwar Rüstung wird durch Paraden erhöht. Das ist halt richtig geil, denn gerade im Nightmare-Modus, wenn ihr das spielt, braucht ihr einfach Rüstung. Und wenn ihr halt pariert, mega. Also das ist wirklich mal ein Schild, was wirklich Sinn macht von der Fähigkeit her. Dementsprechend, wenn ihr es irgendwo bei Räder bekommt, gönnt es euch. Und die Fähigkeit vom Langschwert, Angriff wird durch Betäuben eines Gegners erhöht. Ja, kann man machen, muss man mal nicht. Ich finde, es passt auch nicht so zum Set, ne? Das finde ich ein bisschen schade, weil so ein Set sollte irgendwie so Synergien ergeben, so wie beim Düster-Set zum Beispiel oder beim Niflheim-Set. Hier, finde ich, ist das nicht ganz der Fall. Ja, und was bleibt noch über? Natürlich die Reittiere. Ja, zum einen natürlich den Huhn, genau, das Huhn natürlich, was da rumfliegt. Ein bisschen lustig, finde ich aber passt irgendwie nicht so wirklich. Es gibt natürlich viele bunte Vögel, die wir da schon gekauft haben, oder Geistervögel oder sonst was, aber so ein Huhn, was so hoch fliegt. Ich meine, ich habe schon Hühner fliegen gesehen, aber so in der Art und Weise nicht wirklich. Aber ist ganz nett, aber jetzt auch nicht das Weltbewegendste. Das nächste ist richtig geil und das ist eine klare Empfehlung, kostet 800 Helix Credits und würde ich persönlich auch empfehlen, wenn ihr so ein extravagantes Reittier haben wollt. Ich meine, wir hatten Löwen, wir hatten Luchse, wir hatten, was haben wir noch? Pferde natürlich, ganz klar. Wir hatten Wölfe. Und jetzt haben wir noch einen Bär, einen Eisbär. Was fehlt uns noch? Einen Esel. Was haben wir noch? Ich weiß nicht. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was uns noch an Reittieren so fehlt. Drachen, ja, die fehlen noch, die wir reiten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da erwartet an Reittieren. Und das war tatsächlich das gesamte Calamagnus-Set. Insgesamt, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, habe ich da ganz schön viel Geld reingebuttert. Für euch natürlich, aber ich mache es gerne. Und klare Kaufempfehlung? Nein. Für 3 Sachen. Die Siedlungspakete für 500 Helix Credits, das Reittier für 800 und, wenn ihr könnt, beim Shop in Räder, genau, beim Shop von Räder das Schild zu holen. Weil das ist ziemlich cool, gerade wenn ihr Paraden habt oder so, ein Tank-Set habt, dann ist es ziemlich geil. Und ich glaube, das war eigentlich alles. Das Schiff-Set finde ich gar nicht geil, also es ist okay. Aber ja, das war's eigentlich, Leute. Ich werde dann, glaube ich, in Paris nur mit dem Calamagnus Schiffsset durchfahren. Das stimmt schon, klar, um so ein bisschen immersiv zu halten. Aber das war's von meiner Seite. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da gewesen seid. Jetzt bleibt nur noch eins zu sagen. Auf jeden Fall jetzt ein Abo da lassen. Hier auf meinem Kanal kriegt ihr wirklich als allererstes in den meisten Fällen die News, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, was Lore angeht, dann seid ihr hier auch an der richtigen Stelle. Da kommt morgen nämlich ein Video raus zum Ziegelblut Festival, was das eigentlich ist. Aber jetzt hat jemand noch etwas zu sagen, denn die Glocke ist super wichtig, oder? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.